Freunde, willkommen zurück. Ja, welches ist denn nur die beste Blonde Amber Alternative? Das möchte ich euch heute vorstellen. Die haben alle so einen eigenen Twist, aber ihr möchtet wissen, welche ist denn nur die beste Alternative? Weil das Original eben auch 550 € kostet, auf 50 ml, aber es ist eine glatte 10 für mich, ein Meisterwerk. Wir gehen rein. Wir können ja mal ganz kurz, also wie gesagt, das Original ist ein Meisterwerk. Das muss ich gleich vorweg sagen und das wird es auch bleiben. Punkt. Aber die beste Alternative wollt ihr natürlich wissen für günstiges Geld. Das werde ich euch vorstellen. Fakt ist hier übrigens, wenn ihr den kauft, müsst ihr einen Augenblick warten. Wenn ihr Probleme habt mit der Haltbarkeit, wartet mal ein, zwei oder testet den mal oder sprüht den und dann habt ihr auf jeden Fall nach 1, 2, 3 Wochen eine geilere Haltbarkeit und dann entfaltet der Duft sich. Also wenn der noch nicht gesprüht worden ist, da ist es bei denen ganz extrem. So, mit welchem Duft fangen wir an? Ich ranke die hier mal. Ich muss jetzt selber überlegen, ich mache das jetzt live und ja, gucken wir mal. So, Nummer 4. Ich habe hier also 4 Alternativen und der erste ist der Amber Malaki. Den habe ich jetzt tatsächlich, ich habe das letztens in einem großen Video mal erzählt, war ich noch ein Überlegen, nehme ich den rein oder nicht? Ja, ich nehme ihn mit rein. Aber er ist auf Platz 4, weil er nur ein bisschen von Amber, Blonde Amber so hinten mitschwingt. So. Und weil ich glaube, er damit so schön anfing mit dieser ähnlichen DNA. Und der ist von 2015. So. 2015, Freunde. Das wird jetzt ein bisschen strange hier mit den Sprühen. Ja, ihr habt eine, also wenn ihr den kennt, kommt ihr sofort in dieses Feeling, kenne ich doch irgendwo her. Aber das ist hinten raus alles ein bisschen anders, holzig und so. Und diese Würzigkeit ist nicht ganz so gegeben, aber ihr merkt schon dieses leicht süßliche, würzige, wie eben hier, aber nicht so doll oder nicht ansatzweise nachher in diese Richtung. Aber das ist ein richtig schönes Ding. Wenn er allein stehen, also er steht für sich komplett allein, da ist er fast der Beste, weil die anderen sind ja richtig aufgebaut, seid ihr mal sehr gute Alternativen zu sein. Aber da kommen wir ja gleich zu. Fakt ist, dass dieser Duft sehr, sehr cool ist und ihr bekommt den für, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 40 bis 50 €, glaube ich. Dafür ist das stabil. Richtig stabiles Teil von der Marke hier. Richtig, ja, Flakon ist natürlich ein bisschen ähnlich wie ein Hugo Boss Duft, wie das heißt ja, das ist Scent, aber nur ähnlich, ne? Aber, wie gesagt, der Duft hat vielleicht 20%, wenn das überhaupt, vielleicht sogar noch weniger. Er hat nur einfach, ihr merkt aber sofort, das kommt mir so bekannt vor. Und das ist der Malaki. Deswegen auf Platz 4. So, auf Platz 3. Es ist sehr, sehr schwer, weil sehr gute Alternativen sind. Ja. Art of Arabia 3. Ja, und jetzt fragt ihr mich bestimmt, warum. Ja, und jetzt kommt das Schwierige bei denen. Der Flakon ist natürlich nice. Ja, das Ding ist hier, schwingt hier natürlich der Lattafa DNA mit, die einfach anders ist. Eine frische, kühle, cremige in meiner Nase DNA schwingt hier mit, die habt ihr hier nicht. Das bleibt dann so im Hintergrund. Er geht auch mehr natürlich zum Original nachher hin, aber ihr habt der Aufbau ist schon mal ein ganz anderer. Also was heißt ganz anderer? Ne? Also ein frischerer, cremiger Aufbau, während das ja würzig und süßlicher ist und nicht übertrieben süß. Für die Leute, die den noch nicht kennen, ist es so sexy, Wahnsinn, dieses Amber auch, ne? Und das ist hier alles so ein bisschen weich, locker, fluffiger, vielleicht auch wässriger. So ist das auf den Art Arabia. Aber vielleicht würden andere jetzt sagen, nein, ich habe ja auch schon gehört, dass viele sagen, das ist der Beste. In meiner Nase jetzt nicht, aber sie sind alle gut. Alle sehr gut auch. So. Und ihr wolltet wissen, deswegen mache ich dieses Video, ihr wolltet wissen, welche Alternative am besten sind. So, aber alle haben so ihren eigenen so ein bisschen, ne? Und das finde ich ja cool. Es gibt nicht dieses 100%, boom, boom, das ist bla, dieses, ja, der ist genau gleich wie der ist genau gleich wie der Blonde Amber. Nein, das geht nicht. Das testet mal, das wird nichts. Und ne, meine Frau hat auch noch gerochen, das ist nicht so. Aber der Art of Arabia 3 hat, ja, 3. Ist auf einem guten 3. Platz. So, jetzt kommen wir zu Platz 2 und jetzt war es wirklich schwer. Da habe ich lange hin und her geeiert. Ja, Pur Amber, das ist ein Extrait de Parfum. Schönes Teil, nur 30 ml. Aber wenn ihr das so sprüht, dieses Ding, und erstmal hier, das ist wirklich nicht schlecht, dann kommt ihr
schon von Anfang habt ihr wirklich, ihr denkt ihr, wow, das ist ein gutes Teil und das ist sehr dicht, ne? Und so weiter. Aber auch hier haben wir ein bisschen für meine Nase etwas, wie soll ich das bei diesen warmen, würzigen Duft immer sagen? Ihr habt etwas, was kühleres, auch hier, ja, kühleres, frischeres, was ihr nur riecht, wenn ihr wirklich jetzt so wie ich sprüht und dann das einatmet, also nicht einatmet, durch die Nase riecht. Und wenn ihr es aufsprüht, habt ihr auch so ein bisschen so Feeling. Aber dann ist es so dicht dran und geht rein, anschmiegsam und auch wirklich sexy, sexy, sexy und so weiter und so fort. Mir fällt gerade ein, sorry, dass ich einen Duft vergessen habe. Ich habe ja noch einen, es gibt noch einen, der, ja gut, nee, lassen wir jetzt so stehen. Der ist von Julian Phil. Der hat auch so einen. Na, den lassen wir jetzt außen vor. Egal, habe ich das vergessen, war nicht mit Absicht. Der wären es 5 gewesen. Ja, und der ist übrigens auch sehr gut. Der hat aber diesen Naxos-Twist noch. Auch wieder ein anderer. Der wäre auch weit oben. Irgendwie auch hier, auch vor den anderen beiden, weil der ist auch wirklich gut gemacht. Blende den ganz kurz mal ein. Und vielleicht, nee, ich werd den gleich mal so rein. Ich will jetzt nur nicht aus dem Bild gehen. Ich werde hier auch keinen Cut machen. Das ist hier alles uncut. So, er hier, sehr schön, richtig fein, müsst ihr auch nicht so viel Geld ausgeben, sind aber nur 30 ml, aber kommt den sehr nah, aber eben auch mit einer anderen, wenn ihr das sprüht, ich mache es jetzt nochmal, ja, habt ihr das, ist es schon noch ein bisschen anderes, bisschen frischer, zitronenhaftiger, nee, das ist auch nicht der richtige aus. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das testet, wisst ihr, was ich meine, aber dann kommt diese schön warme, würzige. Hier ist es einfach von der Haltbarkeit übrigens so 6, 7 Stunden. Das ist hier auch so gegeben, ist 8 Stunden. Hier finde ich die Sillage aber nicht so stark. Leider. Aber nochmal, auch den habe ich nicht so lange. Der kann noch kommen. Deswegen, das ist wie beim Original, kann das auch sein. Hier war der auch am Anfang schwach. Der ist ein bisschen stärker geworden, aber hat auch nicht so eine gute Sillage. Aber das ist schon sehr, sehr nice. So. Ja, nun kann ich mal, ich weiß es nicht, das müsste ich jetzt Freestyle machen, wer auf Platz 1 ist. Ich sag erstmal Platz 1. French Avenue mit Amber Empire. Ja, es ist einfach die 1. Erstmal vorweg, Hypercard Sillage ist stärker, ist stark. So, und der Duft ist auch nicht dieses, ne, das ist jetzt nicht, weil er dichter dran ist. Nein, der davor eben war, ist schon sehr dicht. Kommt vielleicht sogar am dichtesten dem Original ran. Aber dann kommt auch er nach, aber er hat diesen Twist mit der Süße. Der ist ein bisschen süßer und das macht ihn sehr, sehr cool, speziell. Den trage ich super gern. Ich trage diese ganze DNA super gern. Egal, welche ich jetzt hier zeige, absolut geil. Zum Original kommen wir auch ganz kurz gleich nochmal. Und es ist top. Nur es ist süßer. Wenn ihr das alles ein bisschen süßer haben wollt und meiner Meinung nach in der Sillage und Haltbarkeit ein bisschen stärker noch, aber da reden wir wirklich von ein bisschen. Außer von der Sillage. Von der Sillage ist er um einige stärker als die anderen beiden, als die anderen 3 hier im Endeffekt. Schönes Teil. Also es ist, ja, French Avenue macht das gut. Aber ich will jetzt nicht so viel ausschreiben. Es ist immer so ähnlich. Also diese DNA ist ja vorhanden und es fällt mir, oder es ist mir verdammt schwer, dieses jetzt hier sogar das live zu machen, ungeschnitten, uncut, ist für mich extrem schwer. Und jetzt blende ich den hier mal ein, der Phil Ewan, der hat noch diesen Naxos-Twist. Im Endeffekt ist das ein starkes Teil. Vielleicht wäre er sogar auf 1, weil er eben diesen Naxos drin hat. Und Naxos ist eben einer meiner Lieblingsdüfte. Hier haben wir ihn mit Honig, Tabak. Und wenn ihr das noch vermischt, dann habt ihr natürlich diesen Duft. Klar, wie gesagt, ich habe den auch, ich blende ihn jetzt ein, weil ich jetzt hier nicht aus dem Bild gehen möchte. Sehr schönes Teil, Haltbarkeit übrigens auch sehr gut, aber ist alles ähnlich gehalten. Wir sind da immer so bei 8 Stunden. Wie übrigens auch beim Original, da kommen wir jetzt noch einmal zu. Trotzdem, ich werde den hier mal sprühen, das kostet jetzt allerdings, die anderen sind alle so 40 €, außer für Julian, ich glaube, der kostet mehr, aber da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der noch auf dem Markt ist oder wurde ja, glaube ich, noch ein bisschen verändert. Auf jeden Fall das hier, das kostet, der Sprüher kostet mehr als, ich will nicht sagen ein Dufter, aber, ja, jetzt, ich sehe das ja durcheinander, aber das Original ist eben das Original und die anderen sind alle von mir sehr gut bewertet worden auf Parfumo. Aber das ist eine 10.
Es hat keiner eine 10 bekommen, weil das ist eben 10. Er rundet das Sexy Peel ab, das ist dieses warme, dieses anschmiegsame, wo er natürlich komplett Minus kriegt, also nicht Angst für die Leute, ne? Der kriegt auch Minus, und zwar ein dickes Minus, und da ist auf Platz 5 von 1 ist eben 550 € und das ist eben too much, wirklich too much für diesen Duft, für diese Art DNA, beziehungsweise für alle Art Düfte, weil 550 € für ein Parfüm. Come on, Leute. Wir müssen jetzt auch mal, ich bin Fan, hier, Roger Parfüms, ja, kostet noch mehr. Ist aber auch übertrieben, auch wenn die Qualität nochmal eine andere ist. Ich meine, würde der sowas Ähnliches machen wie Blonde Amber, das hätte nochmal Stil. Vielleicht, aber wohl heute ja auch nicht mehr. Das wurde ja, glaube ich, verbessert mich. Er wurde ja, glaube ich, aufgekauft und seitdem ist die Qualität, ich habe die letzten schon nicht mehr gerochen. Ich habe nur von so vielen Leuten gehört, nicht mehr wirklich nice. Aber hier, also wenn ihr wirklich nicht viel Geld ausgeben wollt und so weiter, dann kann ich euch diese ganzen Düfte ans Herz legen und einmal auch den Phil Julian da, den ich eingeblendet hatte. Und eben, wenn ihr den bisschen komplett weggehen wollt, aber im Hintergrund so ein bisschen davon haben wollt, dann holt euch mal den Amber Malaki. Im Endeffekt sind es alles geile, amberschöne, würzige Düfte, warme, sexy Düfte. Ja, das ist mein Fazit. Ich hoffe, ihr seid alles zufrieden. Es ist Geschmackssache, Alternative oder nicht Alternative, Original oder nicht Original. Es ist eben so, ich laber schon die ganze Zeit darüber, dass man das mal ein bisschen außen vor nehmen lassen soll. Aber ich muss es ja hier erwähnen, weil sonst fragen immer nachher in Kommentare und ich will ja auch nicht nachher 100 Kommentare durchgehen und alle antworten. Ja, wie dicht ist er denn jetzt? Normalerweise könnte ich jetzt jeden Duft einzeln vorstellen. Ja, es ist ein schöner, würziger und bla 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 Duft. Top. Ja, aber ihr wollt ja wissen, das verstehen da so viele draußen nicht. Ihr wollt ja wissen, wie dicht ist er an ihn hier. So, also muss ich das ja machen. Ja, Freunde, dann sage ich mal, bin ich raus. Grüße gehen raus an euch alle und bis zum nächsten Mal.